Servus, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Heute gibt's mal wieder was ganz Besonderes, nämlich selbstgemachten Ziegenkäse. Es ist ein cremig leichter Genuss, auch für viele Menschen mit Laktoseintoleranz und dabei unglaublich vielseitig. Köstlichen Ziegenfrischkäse macht man am besten selbst, sondern man weiß auch, was drinnen ist. Denn normalerweise hält sich ein Frischkäse keine 2, 3, 4 Monate, wie es bei der Industrie üblich ist. Und unter uns gesagt, selbstgemacht ist einfach immer besser. Dafür benötigen wir dann 2 Liter Ziegenmilch. Diese gibt es inzwischen in fast jedem Supermarkt als Haarmilch zu kaufen und kostet meist um die 3,50 €. Gekaufter Ziegenkäse hingegen liegt dabei bei etwa 3,50 € bis 4,50 € und das für nur 150 Gramm. Selbstgemacht ist also auch deutlich günstiger. So oder so kommt die Ziegenmilch in den Topf und darf dann auch auf den Herd gestellt werden. Unter vorsichtigen und stetigen Rühren wird dann die Milch aufgekocht. Dies tun wir, um unerwünschte Keime abzutöten. Gleichzeitig verändert die Hitze auch die Eiweißstruktur der Milch, sodass sie dann später besser und zuverlässiger gerinnt. Während die Milch langsam erhitzt wird, nehmen wir uns eine schöne saftige Zitrone. Diese rollen wir dann kurz über die Arbeitsfläche, bis sie weich wird. So lässt sie sich gleich viel leichter auspressen und gibt auch mehr Saft aus. Wir halbieren sie. Anschließend pressen wir sie natürlich mit Hilfe einer Zitronenpresse aus und stellen uns den Saft bereit. Diesen benötigen wir gleich. Ich finde, es lohnt sich auch noch, die Reste vom Zitronensaft aus dem Sieb auszudrücken. Denn letztendlich benötigen wir alles außer den Kernen. Währenddem die Milch immer mehr zum Dampfen anfängt, wird natürlich weiterhin umgerührt, vor allen Dingen auch am Topfboden, dass die Milch nicht anbrennt. Je nach persönlichen Geschmack kommen nun 1 bis 2 Teelöffel Salz hinein. Mein verwendetes Salz ist rieselhilfefrei und damit auch frei von jeglichen künstlichen Zusatzstoffen. Denn viele Zusatzstoffe sind nicht deklarationspflichtig und werden bei der Herstellung von Lebensmitteln verwendet. Dazu zählen zum Beispiel Trennmittel, Enzyme und Filterhilfen. Sobald die Milch dann bei über 90 Grad erhitzt ist, ich messe das ganz bequem mit einem Fleischthermometer, das es ja bereits für wenige Euro bei einem Händler eurer Wahl gibt. Mein verwendetes Arbeitsmaterial erlaube ich mir unten in die Infobox wie immer zu verlinken. Sobald die Ziegenmilch heiß ist, kann dann auch der Zitronensaft vorsichtig hinzugegeben werden. Wir rühren dann nur ganz seicht einmal durch und geben dann noch für ein besseres Ergebnis und vor allen Dingen im Geschmackserlebnis 1 bis 2 Esslöffel Weinessig dazu. Auch dieser wird dann ganz seicht untergerührt. Dann kann auch der Deckel aufgegeben werden, vom Herd heruntergezogen. Und wir lassen das Milchgemisch für die nächsten 30 bis 45 Minuten stehen. Das ist dann auch die sanfteste Methode, um Ziegenkäse zu machen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde sollte auf jeden Fall die Milch ausgeflockt sein. Als nächstes benötigen wir einen Joghurt. Normalerweise würde ich meinen eigenen verwenden. Heute muss ich jedoch auf gekauften zurückgreifen, das natürlich in Bioqualität und mit aktiven Kulturen, das Ganze als Naturjoghurt. Davon geben wir dann gut 2 Esslöffel zur angestockten Ziegenmilch und rühren ein wenig kräftiger durch, sodass sich der Joghurt auf jeden Fall in der Milch auflöst, respektive sich verbindet. Es können hier allerdings auch verschiedene Milchsäurekulturen verwendet werden, je nachdem wie mild oder aromatisch es werden soll. Natürlich auch alle, die laktoseintolerant sind. Klassische Frischkäsekulturen wie mesophile Kulturen, Kefir oder sogar Molke aus dem früheren Ansatz bringen mehr Tiefe und ein kräftigeres Aroma. So kann man den Ziegenkäse auf jeden Fall nach dem eigenen persönlichen Geschmack anpassen. Zur besseren Reife und dass die Wärme stabil bleibt, decken wir den Topf ab und lassen ihn dann für etwa 1 Stunde stehen. In dieser Zeit arbeiten die Kulturen in Ruhe, die Milch beginnt zu säuern und zu gerinnen und das Eiweiß wird sich absetzen.
Und wenn man genug Geduld gehabt hat, ist es dann auch soweit. Der Topf kann ausgepackt werden. Die Temperatur wird immer noch sehr heiß sein und ihr könnt sehr gut sehen, wie sich die Molke oben abgesetzt hat. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, die Molke vom Bruch zu trennen. Entweder du nimmst ein Käsesieb wie ich oder ein normales Sieb, in das du noch ein Passiertuch legst. So oder so, das brauchst du auf jeden Fall, denn der Käsebruch ist hier so fein, dass er sich sonst nicht im Sieb halten würde. Das Passiertuch kommt dann, wie gesagt, entweder in das Käsesieb oder das Ganze auch ohne Käsesieb. Und dann kommt der Käsebruch hinein. Hier braucht man je nach Durchlaufgeschwindigkeit des Passiertuchs ein wenig Geduld. Denn hier muss sich nun die Molke vom Käsebruch trennen und läuft langsam ab. Natürlich gibt es auch immer Möglichkeiten, schonend einzugreifen. Entweder indem du leicht das Passiertuch ausdrückst oder den Käsebruch von oben beschwerst. So kann man das dann auch mehrere Stunden problemlos stehen lassen, bis wir genügend Molke aus dem Käsebruch geholt haben. Wenn es nicht zu warm in der Küche ist, geht das auch ganz hervorragend über Nacht. Die Molke in der Schüssel unten drunter ist in etwa 1 Liter. Aber diese Angabe ist natürlich individuell, je nachdem, wie stark du ihn abtropfen lässt. Nun gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten, mit dem Käse weiterzuverfahren. Dazu richten wir uns zuerst ein Gefäß, wo der Käse aufgefangen werden kann. Bei dem Folgenden kann jeder sicherlich seine eigene Methode anwenden oder entwickeln. Den feinen Käse lösen wir dann vorsichtig mit einem Löffel von Passiertuch. Und damit möglichst viel von der cremigen Masse erhalten bleibt, geben wir ihn in eine Schüssel. Hier entschuldige ich mich für die extrem schlechte Kameraführung, jedoch ist das leider dem Ein-Frau-Unternehmen geschuldet. So sammeln wir ihn dann insgesamt für die Basis für unseren Ziegenfrischkäse und sehen schon, wie schön zart und frisch er geworden ist. Hier könntest du auch probieren und eventuell weitere Zusätze wie Gewürze, Kräuter oder auch noch Salz dazugeben. Nun noch ein Wort zur wertvollen Molke, die viel zu schade ist zum Wegschütten, denn sie steckt voller wertvollen Nährstoffe. Wir können sie zum Backen für Smoothies, Suppen oder auch zum Fermentieren von Getränken verwenden. Rezepte dazu findest du bereits auf meinem Kanal und natürlich auch in Zukunft. Deshalb friere sie portionsweise ein. So hält sie dann etwa problemlos 3 Monate frisch. Auf diese Weise nutzen wir nämlich wirklich alles, was entsteht und vermeiden Lebensmittelverschwendung und holen so auch das Beste aus allen Selbstgemachten heraus. Und keine Sorge, dass die Gläser platzen könnten. Ohne Kohlensäure und wenn wir sie nicht zu voll füllen, damit sich die Molke ausdehnen kann, kann hier definitiv nichts passieren. Und die 3 Gläser können nun auch ins Gefrierschrank gestellt werden, solange bis wir es wieder brauchen. Nun gibt es auch noch die Möglichkeit, einen sehr stichfesten Frischkäse zu machen. Dafür fülle ich ihn ein kleineres Käsesieb, so wie du es bei mir siehst, und lasse ihn über Nacht nochmal bei Zimmertemperatur abtropfen. Die zweite Hälfte fülle ich um in eine kleinere Schüssel, denn diese ist für den sofortigen Verzehr vorgesehen. Dann salze ich noch den Frischkäse mit meinem selbstgemachten Bärlauchsalz, denn das bringt einfach ein unschlagbares Aroma rein. Und da das Auge ja bekanntermaßen auch mit ist, gebe ich noch etwas Schnittlauch darüber. Dieser kommt nun in den Kühlschrank und darf erst für 2-3 Stunden durchziehen. Der abgedeckte, stichfeste Frischkäse kann am nächsten Morgen oder einige Stunden später, wie gesagt, ganz so wie du es möchtest, ganz einfach gestürzt werden.
Dazu gebe ich ihn auf den Teller, ein paar Klopse auf den Boden und er flutscht wie von alleine aus dem Käsesieb. Egal welche Variante ihr euch macht, wunderbar cremig sind sie beide, wie du siehst. Haltbar ist er etwa 14 Tage. Voraussetzung ist natürlich, du hast sauber gearbeitet und es ist ein luftdicht verschließbares Gefäß. Und die Lagerung sollte im Kühlschrank stattfinden. In diesem Sinne, viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst das euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!